willkommen zu meinem zweiten Lernvideo. Heute geht es um Dur-Septakkorde. Natürlich ist das Prinzip genau das gleiche wie bei Moll-Septakkorden. In der linken Hand einen Grundton, C in diesem Fall, die rechte Hand die Dur-Terz mit dem dritten Finger und der erste Finger auf die Septime. C7. Dominant-Septakkord oder Septakkord, Dur-Septakkord. Okay, nächster Klang E7. Dur-Terz, Septime. Nächster Punkt G7. Jetzt wieder direkt. Wir fokussieren einfach auch im Kopf. Linke Hand, fünfter Finger, rechte Hand, dritter Finger auf die Dur-Terz, erster Finger auf die Septime, vorstellen mit dem Akkord Fis7 und dann direkt abrufen. Ja. Jetzt wieder zu den Übungen. Eine Übung kann ja sein, wir hatten es gesagt, chromatisch, Ganzton, kleine Terz, große Terz, Quarten, Quinten. Ich wähle jetzt mal die Übung mit Quinten und heute ein neuer Aspekt, nämlich Metronomübung. Ich habe jetzt hier kein Metronom, ich mache das einfach mit der Zunge. 1, 2, 3, 4. Was ich mache, ist einfach Quintfall mit Dur-Septakkorden. Und wir haben eine schöne Beobachtung. Man kann das natürlich über Stimmführung wunderbar chromatisch abwärts führen. Ich demonstriere das mal mit zum Beispiel G7, C7. Ich beginne mit G7. Ja, und wenn ich jetzt zu C7 wechsle, läuft die rechte Hand chromatisch. Wie cool ist eigentlich das? Nochmal rechts alleine, den Tritonus HF abwärts zu EB. Was passiert da? Etwas ausführlicher erklärt. Wir hatten ja im letzten Video besprochen, dass es zwei Formen gibt. Einmal mit der Septime unten, hier zu sehen, G7. Septime liegt unten, Terz liegt oben. Und einmal C7. Terz liegt unten, Septime liegt oben. Das bedeutet, wenn man wechselt, kriegt man eine wunderbare Stimmführung. Quintfall besonders schön, weil es dann chromatisch abläuft. Ja, so viel für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.